Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Berichts von unserer Reise nach Südfrankreich. Im ersten Teil haben wir von Aix-les-Bains, Saint-Marcellin, Tulette, Avignon, Gordes, Seignan und Apt berichtet. Nun geht es weiter an die Côte d'Azur, nach Antibes und Nizza, in die Parfümhauptstadt Grasse, an den Lac de Sainte-Croix und zum Schluss nach Annecy. Kommt mit! Und zwar an die Côte d'Azur. Wir waren auf einem Campingplatz in Villeneuve-Loubet zwischen Antibes und Nizza. Das war der Campingpark des Mourettes. Wir hatten ihn ausgesucht, weil er nicht weit vom Bahnhof entfernt ist und man dort unter den Gleisen durch und an den Strand kommt. Eigentlich hatten wir uns auf das Meer und den Strand gefreut, doch wirklich gemütlich oder romantisch war es dort nicht. Auffällig an Villeneuve-Loubet sind Hochhäuser mit Ferienwohnungen. An deren Fuß gibt es eine nette Ladenpassage und in der Verlängerung eine schöne Strandpromenade. Offensichtlich ist so mancher Besitzer einer Ferienwohnung auch Bootsbesitzer. Die Wege zum Hafen sind kurz. An unserem ersten Morgen dort hat es geregnet. Als es aufgehört hat, war es Zeit, den Campingplatz zu erkunden. Auf dem Platz gibt es viel Grün. An den Waschbecken für das Geschirr kam das Wasser meist mindestens handwarm. Die Duschen waren groß und hatten Ablagen. Das Wasser war angenehm warm und die Waschbecken waren in Einzelkabinen untergebracht. Für 3 Nächte haben wir im September rund 100 € bezahlt. Gegen Mittag wurde es schöner und wir sind nach Antibes geradelt. Vom Campingplatz sind es rund 6 Kilometer bis in die Altstadt. Der Radweg ist sehr gut zu fahren. Im Hafen von Antibes sind die Yachten nochmal eine Nummer größer als in Villeneuve-Loubet. Antibes hat eine sehr schöne Altstadt, die einen gepflegten Eindruck macht. Unter den Dächern des Marché Provençal findet wohl regelmäßig tatsächlich ein provenzalischer Markt statt. Als wir dort waren, hatten Cafés und Bars dort ihre Tische aufgestellt. Auch das Picasso-Museum ist in Antibes beheimatet. Der Jardin des Poètes, der Dichtergarten, war ein guter Platz zum Abhängen. Schön waren auch die vielen kleinen Läden mit regionalen Produkten. Unser nächster Ausflug führte uns nach Nizza. Nach Nizza sind es rund 20 Kilometer. Dafür haben wir den Zug genommen. Für das Rückfahrticket haben wir pro Person rund 10 € bezahlt. Allerdings muss man offensichtlich auch in Frankreich damit rechnen, dass die Züge nicht pünktlich sind. Die Fahrt selbst ist unspektakulär und wir sind gut in Nizza angekommen. Vom Bahnhof sind wir direkt an die Promenade des Anglais mit ihrer breiten Strandpromenade für Fußgänger und Radfahrer. Es war sehr windig, so dass es am Strand nicht wirklich gemütlich war. Am Ende der Promenade wartet dieser runde, dicke Turm, der Tour Belanda, auf uns. Der Aufstieg lohnt sich. Der Blick ist schon auf halber Höhe super. Oben ist der Blick dann noch besser. Wir sind den Wegweisern zum Wasserfall gefolgt. Um das gewachsene Nizza mit ausreichend Wasser zu versorgen,
wurde Anfang der 1880er Jahre ein Kanal angelegt, der auf dem Schlossberg oberhalb von Nizza endete. Das Wasser wurde über künstliche Kaskaden in die tiefer liegende Stadt geleitet. Den Schlossberg haben wir Richtung Hafen wieder verlassen. Schon von weitem hat dort ein Schiff unsere Blicke angezogen. Es sieht aus wie eine Mischung aus Kreuzfahrtschiff und Fünfmaster. Aber auch die anderen Yachten im Hafen waren einen zweiten Blick wert. Auch die kleineren Boote gegenüber waren nett anzusehen. In der verwinkelten Altstadt ist keine Gasse zu schmal, um nicht noch ein Tischchen hinzustellen. Über die Einkaufsstraße kommen wir zurück zum Bahnhof. Am nächsten Morgen geht es weiter in die Parfümhauptstadt Grasse. Hier stehen wir gratis im Hof eines Ladens. Der Laden hat eine tolle Auswahl und wir haben uns großzügig mit Souvenirs und Vorräten eingedeckt. Vom Inhaber haben wir mehrere Tipps für unseren Besuch erhalten. In die Altstadt sind wir mit dem Bus gekommen. Am Hauptplatz Q sind wir am Rande der Altstadt ausgestiegen. Der Blick reicht bis zum Mittelmeer in die Bucht von Cannes. Bevor wir in die engen Gassen gehen, lockt uns eine der vielen Parfümerien. Ausgestellt sind historische Destilliergeräte. Bei einer Führung sieht man auch moderne Geräte und kann einen Blick in das Labor werfen. In der Altstadt ist man gut beschirmt. Die rosa Regenschirme hängen über allen Gassen. Von außen ist die Kathedrale recht unscheinbar. Innen zeigt der romanische Bau seine schlichte Pracht. Mehrere Bilder von bekannten Künstlern hängen hier. Zum Beispiel 3 Bilder von Peter Paul Rubens aus dem Jahr 1602. Dunkel und unscheinbar hängen die Bilder an einer Wand, doch sie sind erstaunlich detailliert. Weiter geht es unter den rosa Schirmen. Wir lassen uns durch die alten Gassen treiben und kommen an schmalen Häusern und Arkaden vorbei. Zum Schluss haben wir eine Tour mit der Bibelbahn gemacht und über den Audioguide noch einige Informationen über die Stadt und die Geschichte der Parfümerie bekommen. Wir fahren weiter über die Route Napoleon. Der Ladenbesitzer in Grasse hatte uns ein Restaurant auf der Strecke in Ompus empfohlen. Wir sind zur Mittagszeit dort und kehren ein. Wir scheinen die einzigen Touristen im Lokal zu sein. Uns gefällt die Atmosphäre. Als erstes gibt es einen Gruß aus der Küche. Die Tageskarte steht auf einer Tafel. Wir nehmen die Schweineschulter. Die erste Idee war, Trip à la Provençale zu nehmen, doch die Übersetzer-App hat uns verraten, dass das Kutteln sind. Nach dem Essen ging es weiter an den Lac de Sainte-Croix. Der Stausee ist 11 Kilometer lang. Er wurde erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgestaut, also vor rund 50 Jahren. Der See dient der Wasserversorgung und Energiegewinnung. Das Baden, Surfen und Fahren von Booten ist erlaubt, solange diese keinen Verbrennungsmotor haben.
Wir waren auch hier auf einem Stellplatz von Campingcar Park. Der Platz ist in 2 Terrassen angelegt. Die jeweils vordere Reihe hat Strom- und Seeblick. Für eine Nacht haben wir knapp 15 € bezahlt. Ver- und Entsorgung ist vorhanden. Das Dorf Sainte-Croix-du-Verdon ist ein paar hundert Meter vom Stellplatz entfernt. Ein nettes Dorf. Dort gibt es einen Supermarkt und mehrere Restaurants. Als wir dort waren, waren die allerdings geschlossen. Schmale Häuser gibt es auch hier. Es gibt ein Museum, das zeigt, wie es hier aussah, bevor der Stausee entstand. Doch auch das hatte geschlossen. Ende September ist dort eindeutig nicht mehr Saison. Am nächsten Tag sind wir am See entlang weitergefahren, Richtung Verdon-Schlucht. An schönen Tagen wimmelt es dort von Tretbooten, mit denen in die Verdon-Schlucht hineingefahren werden kann. Die Schlucht, der Gorge du Verdon, ist einer der tiefsten Canyons Europas. Ganz in der Nähe zum Eingang der Schlucht verbirgt sich unter den Bäumen der Camping Municipal Le Galetas. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wir haben dort in einer der unteren Reihen einen Stellplatz bezogen. Die Sanitäreinrichtungen waren einfach und in die Jahre gekommen. Sie waren mehr oder weniger sauber. Wir waren im See baden und hatten geplant, am nächsten Tag mit einem Tretboot in die Schlucht zu fahren. Am nächsten Tag war es sehr windig und es war nicht mehr viel los. Die wenigen Boote fuhren Richtung Schluchtausgang. Ein Tretbootverleih hatte zu und der andere hat gerade geschlossen. Der Wind hat die Boote so in die Schlucht gedrückt, dass bereits Tretboote mit einem Motorboot herausgezogen werden mussten. Schade, dass es nicht geklappt hat, hineinzufahren. Die Schlucht ist schon am Eingang beeindruckend. Bevor wir die Provence verlassen haben, gab es noch einen Stopp im Maison du Lavandin im Lavendelhaus. Von unserem nächsten Ziel hatten wir gelesen, dass es ruhig liegt, ein Schwimmbad angeschlossen ist und man einen schönen Fernblick hat. Außerdem sei der Betreiber Koch, der für seine Gäste ausgezeichnetes Essen zubereitet. Für uns klang das nach einem guten Ort, um zum Abschluss nochmal 2-3 Tage die Seele baumeln zu lassen. Ruhig war es auf jeden Fall. Allerdings stand der Herd schon am Wegesrand. Gekocht wurde hier nicht mehr. Wir hatten freie Platzwahl, denn wir waren die letzten und einzigen Gäste des Campingplatzes. Der Fernblick hat sich als Blick auf die umliegenden Berge herausgestellt. Es war sehr idyllisch. Doch die Idylle hatte den Nachteil, dass das Sanitärgebäude schon geschlossen war. Immerhin war noch eine Toilette offen und die Becken zum Abwaschen waren außen. Auch im angeschlossenen kommunalen Schwimmbad war die Saison vorbei. Dafür gab es in luftiger Höhe und am Boden nette Mietunterkünfte. Statt 3 Nächten sind wir eine geblieben und am nächsten Morgen weitergefahren nach Annecy. Unser Ziel war der schöne Campingplatz Les Rivets du Lac, wenige Kilometer südlich von Annecy. Leider waren wir auch hier die letzten Gäste, die der Platz für diese Saison aufgenommen hat. Am nächsten Mittag hat er geschlossen. Obwohl wir erst nach der offiziellen Öffnungszeit angekommen sind und somit am letzten Öffnungstag Überstunden bedeutet haben, sind wir sehr freundlich empfangen worden. Hier hätten wir es länger ausgehalten. Der Platz hat schöne Sanitäranlagen und ist ruhig direkt am See gelegen. Am nächsten Tag sind wir auf den deutlich einfacheren Platz Camping Le Verger umgezogen. Für eine Nacht war das okay. In Annecy fällt schon von weitem die Basilika auf, die auf einem Hügel über der Stadt thront. Frankreich hat viele sehr alte Kirchen, diese ist jedoch noch keine 100 Jahre alt. Beim Eintreten fallen gleich die Säulen aus blauem Marmor auf. Auch sonst ist sie innen modern gestaltet.
Am See hat man einen schönen Blick auf die Berge. In Annecy spielt sich viel am Fluss Thiou ab. Gleich am Eingang der Stadt fällt das Palais d'Ille auf, ein mittelalterliches Bauwerk, dessen älteste Teile aus dem 12. Jahrhundert stammen. Das Wasser schafft eine angenehme, entspannte Atmosphäre. Doch auch die Straßen und Gassen abseits des Flusses haben uns gut gefallen. Viele kleine Läden laden zum Bummeln und Stöbern ein. Auch viele Restaurants mit savoyardischen Spezialitäten gibt es. Dort gibt es zum Beispiel Tartiflette mit Kartoffeln, Speck und viel Käse. Uns haben sie sehr gut geschmeckt. Dann ging es wieder zurück. Das waren die Stationen unseres Urlaubs. Wir hoffen, der Bericht hat euch gefallen und vielleicht war auch der eine oder andere Tipp für euch dabei. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, schaut euch gern das Video dazu an.